Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Der Wald, 4 Fragen, das Leben und ich von Tessa Randau ist ein inspirierendes Buch, das sich mit der Suche nach Sinn und Zufriedenheit im hektischen Alltag auseinandersetzt. Es erzählt die Geschichte einer gestressten Frau, die sich in einer Lebenskrise befindet und während eines Spaziergangs in den Wald einer weisen alten Frau begegnet. Diese zufällige Begegnung wird zum Wendepunkt in ihrem Leben. Die alte Frau stellt ihr 4 grundlegende Fragen, die ihr helfen, ihre eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Lebensziele neu zu erkennen und zu ordnen. Das Buch verbindet auf einfühlsame Weise Naturnähe mit persönlichen Reflexionen und vermittelt dabei eine Botschaft von Achtsamkeit und Selbstfindung. Mit seiner poetischen, leicht zugänglichen Sprache lädt das Werk dazu ein, innezuhalten, nachzudenken und neue Perspektiven für das eigene Leben zu finden. Randau schöpft dabei aus einem reichen Erfahrungsschatz und schreibt mit großer Empathie für all jene, die im funktionierenden Alltag ihre wirklichen Bedürfnisse aus den Augen verloren haben. Der Wald und seine ruhige Atmosphäre stehen symbolisch für das Zurückfinden zu sich selbst. Dieses Buch ist somit nicht nur eine Geschichte, sondern ein Wegweiser für jeden, der eine Auszeit benötigt, um über sich und seine Lebensgestaltung nachzudenken. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die 4 Schlüsselfragen des Lebens. Im Zentrum des Buches stehen 4 essentielle Fragen, die die Protagonistin dazu bringen, ihr Leben neu zu überdenken. Diese Fragen betreffen die Themen Glück, Beziehungen, Sinn und das eigene Potenzial. Die Autorin zeigt, wie durch gezieltes Nachdenken und Reflexion über diese Fragen tiefgreifende Veränderungen im Leben möglich werden. Die Beantwortung dieser Fragen erfordert Ehrlichkeit zu sich selbst und Mut, die eigenen Komfortzonen zu verlassen. Damit bietet das Buch eine praktische Anleitung, wie jeder Leser durch die Auseinandersetzung mit diesen Fragen zu mehr Klarheit und Erfüllung im eigenen Leben finden kann. Zweitens. Bedeutung der Achtsamkeit und Entschleunigung. Tessa Randau betont, wie entscheidend Achtsamkeit im Alltag ist, um zur eigenen Mitte zurückzufinden. Durch die bewusste Wahrnehmung der Natur und das Einlassen auf den Wald als Rückzugsort gelingt es der Hauptfigur, Abstand vom Alltagsstress zu gewinnen. Achtsamkeit wird nicht nur als Technik, sondern als Lebenshaltung dargestellt. Die Autorin liefert konkrete Vorschläge, wie man Achtsamkeit in unterschiedlichen Lebensbereichen integrieren kann, um dauerhaft ruhiger, ausgeglichener und glücklicher zu werden. Dies hilft dabei, Gedankenmuster zu durchbrechen und das Leben aktiver zu gestalten. Drittens. Selbstreflexion als Weg zur Veränderung. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Buches ist die Selbstreflexion. Die Begegnung mit der alten Frau und den gestellten Fragen zwingt die Protagonistin dazu, sich ehrlich mit ihren eigenen Bedürfnissen, Ängsten und Träumen auseinanderzusetzen. Die Autorin beschreibt, wie wichtig es ist, sich regelmäßige Auszeiten zur Reflexion zu nehmen und eigene Denkgewohnheiten zu hinterfragen. Das Buch macht Mut, sich persönlich weiterzuentwickeln und notwendige Veränderungen im Leben aktiv anzugehen. Die Leser erhalten wertvolle Impulse, wie sie durch Reflexion und Selbstbefragung authentischer und zufriedener leben können. Viertens. Die Kraft der Natur als Inspirationsquelle. Der Wald spielt in der Erzählung eine zentrale Rolle und wird als heilende und inspirierende Umgebung dargestellt. Durch das Eintauchen in die Natur findet die Hauptfigur wieder Zugang zu ihrer Intuition und ihren Gefühlen. Die Atmosphäre des Waldes trägt dazu bei, alte Belastungen loszulassen und mit neuem Mut in die Zukunft zu blicken. Die Autorin vermittelt eindrucksvoll, wie wichtig regelmäßiger Kontakt zur Natur für das seelische Wohlbefinden ist. Dies ermutigt die Leser, eigene Rituale in der Natur zu entwickeln und neue Energie aus der Umgebung zu schöpfen. Schließlich die Bedeutung authentischer Beziehungen. Ein weiteres zentrales Thema ist die Bedeutung ehrlicher und tiefer Beziehungen im Leben. Die Protagonistin erkennt, dass sie sich im Alltag oft entfremdet fühlt und Beziehungen zu Menschen und zu sich selbst vernachlässigt hat.
Das Buch zeigt, wie wichtig es ist, in Verbindung mit anderen und sich selbst zu bleiben, Bedürfnisse zu kommunizieren und gemeinsam zu wachsen. Durch den ehrlichen Austausch mit der alten Frau wird der Wert von Verbundenheit und echtem Verständnis deutlich. Leser werden angeregt, ihre eigenen Beziehungen zu reflektieren und diese bewusster und liebevoller zu gestalten. Zusammenfassend: Der Wald, 4 Fragen. Das Leben und Ich ist ein Buch, das Menschen anspricht, die in einer Phase persönlicher Orientierung oder Umbruchs stecken. Besonders lesenswert ist es für alle, die das Gefühl haben, im Alltagsstress ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche aus den Augen verloren zu haben. Auch für jene, die sich Routinen und Oberflächlichkeiten entziehen und ihr Leben wieder bewusster gestalten möchten, bietet das Werk einen großen Mehrwert. Die klare, zugängliche Sprache und die authentische Geschichte bieten zahlreiche Ansatzpunkte für die eigene Lebensreflexion. Die 4 Fragen regen dazu an, innezuhalten, sich mit zentralen Lebensthemen auseinanderzusetzen und gezielte Veränderungen einzuleiten. Sie dienen als Kompass, um persönliche Ziele klarer zu definieren und neue Kraftquellen zu erschließen. Im Vergleich zu anderen Selbsthilfebüchern hebt sich Randau mit ihrer poetischen Verbindung von Naturerlebnis und persönlicher Entwicklung hervor. Die Kraft der Natur wird als Ressource dargestellt, die jedem Menschen zugänglich ist und im Alltag oft unterschätzt wird. Wer nach Inspiration sucht, um mehr Sinn, Zufriedenheit und Klarheit zu gewinnen, wird in diesem Buch fündig. Es begleitet den Leser Schritt für Schritt auf einer Reise zu sich selbst, lädt zum Nachdenken ein und motiviert, das eigene Leben aktiv zu gestalten. Aus diesen Gründen bietet das Buch einen echten Mehrwert und ist eine lohnenswerte Investition. Es vermittelt alltagstaugliche Impulse, ist angenehm zu lesen und kann so einen nachhaltigen Beitrag für das persönliche Wohlbefinden leisten. Es ist somit nicht nur ein Buch, sondern ein wertvoller Impuls für ein bewussteres, erfüllteres Leben. Wenn Sie unterstützen möchten, Tessa Randau, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.